Wir kochen heute auf dem Lagerfeuer und zwar gibt es Kräuterheugemüse, gedünstet und Brot vom Lagerfeuer. Schaut es euch an! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und möchte heute zwei Sachen am Lagerfeuer kochen. Und zwar erstens ist das hier ein Nussbrot mit einem ganz einfachen Teig. Also das ist ein ganz normaler Basisbrotteig mit einem Kilo Mehl, 300 Milliliter Wasser, 2 Esslöffeln Salz und einem Klotz Hefe. Und da habe ich dann einfach ganze Walnüsse reingetan. Und das ist ein Standardrezept. Und ich habe jetzt die Wassermenge ein bisschen reduziert, weil ich immer nicht so gern habe, wenn der Teig so an den Händen klebt. Jetzt merke ich gerade hier, es ist vielleicht ein bisschen knapp gewesen mit den 300 Millilitern. Vielleicht hätten noch 20 oder 30 dazu dem Teig gut getan. Aber wir ziehen das jetzt hier durch. Beim Lagerfeuer kochen ist noch wichtig, Vorbereitung des Feuers. Ja, also bevor ich überhaupt ans Kochen denke, muss das Feuer mal mindestens eine Stunde gut brennen. Und ich brauche ein starkes Feuer und hole mir dann aus dem Feuer Glut zum Kochen. Also ich habe quasi dann zwei Feuer nebeneinander, wenn man so will, oder ein Feuer und ein Glutnest. So, ihr seht, es ist relativ trocken, er hält gut zusammen. Ich knete jetzt noch mal eine Weile und dann lassen wir den ziehen. Auch bei 32 Grad, aber neben dem Lagerfeuer. Und beim Backen bin ich ja noch quasi Anfänger, aber ich habe gelesen, dass wenn man ganz viel knetet, dann wird der Teig irgendwann super geschmeidig und das ist natürlich eine zeitintensive Sache, aber ich habe heute nichts vor, außer mit euch zu arbeiten. Das Feuer habe ich vor circa 1,5 Stunden angemacht. Das sind natürlich ziemlich große Stämme, die brenne ich jetzt gerade durch. Aber hier unten haben wir auf jeden Fall schon genug Glut fürs Vorheizen. Und wir machen die Suppe von gestern nochmal warm. Und ich würde sagen, das bereiten wir jetzt mal zusammen vor. Ich möchte jetzt den Brotteig vorziehen lassen, 1 Stunde und das bei 32 Grad. Jetzt habe ich natürlich hier so ein Laserthermometer, weil ich habe jetzt gerade mal gemessen. Wir haben hier neben dem Feuer so 31 Grad. Das will ich jetzt 1- bis 2-mal noch mal kontrollieren, aber ansonsten würde ich sagen, wir tun jetzt den Teig hier rein und dann kann er hier direkt neben dem Feuer gehen. So, Deckel drauf. Und wir sehen uns in einer Stunde wieder. So, wir haben jetzt genau 1 Stunde rum und jetzt lassen wir uns mal gucken, was passiert ist. Oh, ich würde sagen, das sieht gut aus. Ey, und also Bilderbuch, Leute, 32 Grad, also das ist jetzt aber Glück, ne? Also das ist krass. So, wir brauchen jetzt für das Brot zu backen noch Weidenruten, weil wir backen die in diesem Dutch Oven, nennt sich das, der Topf. Und unter dem Brot ist ja quasi Wasser für die Feuchtigkeit, damit das vernünftig aufgehen kann. Und deswegen tun wir jetzt auf den Boden von dem Topf Weidenruten, einfach damit das Brot über dem Wasser liegen kann.
und die schneiden wir jetzt kurz. Die überschüssigen Äste lassen wir direkt hier. Die kann man einfach abbrechen. Ja, Weiden sind eigentlich super, um sowas zu machen, weil die kann man super einfach schälen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Hier sind unsere Ruten. Jetzt sind wir bereit für das Backen des Brotes, sobald der Teig gegangen ist. So, jetzt entrinde ich die Weidenstäbe. Erstmal sieht es besser aus und man kann sie besser trocknen und die Rinde pellt nicht hinterher in Etappen ab. Das ja, ist jetzt nicht so meine Welt. Und dann sind wir halt durch die Gewächshausstätte gefahren. Unter das Brot kommt jetzt Wasser und das verdampft dann quasi, dass das Brot schön fluffig wird. Ich weiß noch nicht, ich muss das aufschneiden, wenn das hier am Deckel klebt. Ja. An der Seite 1,60 gleich. Also ganz links ist das. Ja. Und wir schlafen auf der Ecke. Nee, Platz. Okay. Darf ich auch mal sagen? Ja. Ja. War das ein schlauer Spruch? Total. Ja, der war voll gut. Ist egal, was ich sage. So, ihr seht, ich habe jetzt hier drunter ca. 100 Milliliter Wasser, aber dann 2 Schichten Weidenstöcke, dass es auf keinen Fall das Brot berührt. Ich würde sagen, wir platzieren das jetzt mal über der Glut. Sehen uns in einer Stunde wieder. Oh ja, Hier sehen wir ein Stück rumänische Landwirtschaft. Und zwar sind das hier 7 Kühe. Da steht übrigens unser Wohnwagen. Und die laufen hier komplett frei. Also es sind 7 Kühe insgesamt. So, ich gehe jetzt mit euch Heu sammeln. Kräuter sammeln, also fürs Kräuterheu-Gemüse. Let's go! Ich habe schon die ersten Kräuter gefunden. Und zwar haben wir hier jede Menge Schafgarbe. Die sieht erstmal schön, nicht nur schön aus, sondern die riecht auch gut. Oh, mit Grashüpfer drauf hier. Den schütteln wir runter, weil wir wollen ja nur das Kraut. Das Gras sortiere ich ein bisschen aus. Wobei das muss, also man muss da nicht zu genau mit sein, weil ich sag mal, ich habe hier die Kräuter und die kommen unter das Gemüse. Also die essen wir nicht mit, sondern die geben nur ihre Aromen ab. Das ist hier so eine richtig hochdiverse Wiese. Also hier habe ich auch schon Minze gefunden. Die werden wir uns noch einpacken und wilden Thymian und guckt euch die Heuschrecken an. Jeder Schritt Heuschrecke. Da ist wieder eine. So unfassbar krass. Hier ist Spitzwegerich, den packen wir uns noch ein. Das hier ist wilde Minze. Es steht gerade nur eine Pflanze, aber wo eine ist, da können mehrere nicht weit sein, weil Minze sich ja unterirdisch verbreitet. Ein Traum. Schafgarbe, die nehmen wir natürlich mit hier. Das auf jeden Fall. Hier ist eine Wicke, die kann man auch mal mitnehmen. Schadet nicht. Das ist eine wilde Wicke. Aber wie viele Grashüpfer hier hüpfen.
Rotklee, der darf natürlich auch nicht fehlen. Also beim Lagerfeuer kochen mit Kräutern ist Minze mein absoluter Geheimtipp, weil die halt einfach einen super erfrischenden Geschmack gibt. Und ich habe schon mal Hähnchen in der Lehmgrube gemacht und das war so unfassbar erfrischend. Also egal was ihr macht mit Lagerfeuer kochen, immer Minze rein. Ist wirklich unfassbar, wie erfrischend und cool das ist. Ich bin jetzt aber gerade nicht auf dem Weg zur Minze, sondern noch ein bisschen, wir suchen noch Schafgarbe. Und hier ist noch ein schöner Spot, weil bei Minze habe ich direkt neben dem Wohnwagen so einen geheimen Spot und den ernte ich gleich ab. Aber jetzt Schafgarbe. Hier habe ich ganz neue Herausforderungen, weil die Fläche ist so hoch divers mit Tieren. Also wir müssen gleich das Heu gut schütteln, dass wir nicht aus Versehen ein paar Heuschrecken mitkochen. Also bevor wir verhungern, würde ich die auch essen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei einem vegetarischen Gericht jetzt der Hit ist mit Heuschrecken und anderen Tieren. Also müssen wir gut schütteln. Gleichzeitig möchte ich sagen, ich will auf keinen Fall jammern. Das ist ein total idyllischer Ort hier. Also Rumänien mitten in den Karpaten kann ich definitiv empfehlen. Und super nette Leute. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hier hat sich anscheinend eine Heuschrecke gehäutet oder ihr wurde der Kopf abgebissen und sie ist tot. Dafür bin ich zu wenig Insektenexperte. Also wenn du Insektenexperte bist, dann hau mir mal gerne in die Kommentare, ob sie getötet wurde oder ob sich Heuschrecken häuten. Ich habe gerade keinen Peil. Aber es riecht, Leute. Geilo. So, bis jetzt habe ich überwiegend Schafgarbe und ein bisschen Rotklee und Spitzwegerich. Gestern hatte ich einen Spot mit wildem Thymian gefunden. Das war auch ganz cool, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Mal gucken, ob ich wiederfinde. Sonst gehen wir einfach weiter direkt zum Minze-Spot, weil das ist wirklich das Wichtigste. Aber hier ist noch was, da können wir noch ein bisschen erkunden. Schafgarbe. Schön. Krass, so ein blauer Schmetterling. Zieht es mal rein. Alter, was auch immer das für ein Ding ist, aber geil. Und hier, das sieht aus nach wildem. Let's see. Muss noch ein bisschen mehr kosten, aber ich glaube, es ist wilder Thymian. Yes, wilder Thymian. Zieht euch das rein. Hier ist ein Spot. Den ernte ich jetzt mal ab. Den müssen wir dann noch ein bisschen sortieren. Der ist halt schon ein bisschen älter. Aber fürs Aroma einfach geilo. Wir müssen gleich ein bisschen sortieren. Unfassbar. Oh, guckt euch das mal an, ey. Krass. Hier ist, oh, super, Leute. Oh, da war eine Heuschrecke. Alter, da kannst du richtig... Also wir können hier aus dem Vollen schöpfen. Ich sag's nochmal, Leute, die Natur ist hier so divers, das ist eine Kuhweide. Das ist einfach eine Kuhweide. Ja? Also vergesst den ganzen Schrott bei uns zu Hause in Deutschland. Das ist eine Weide. Und da braucht man auch keinen Tierarzt mehr, weil das hier, also die gesunden ja von allein, die Kühe. Hört auf, Getreide in Kühe zu stecken, steckt lieber sowas da rein. Boah, ist das nice. Aber wir haben schon genug. Ich habe schon kräftig zugelangt hier beim Thymian. So, das Erkunden hat sich gelohnt. Oh, guckt euch das mal an, ey. Wilde Brombeeren, Leute. Oh, geil. Oh, das sind dicke. Hier, dicke. Ja, geht gleich weiter. Halbe Stunde. See ya. Leute. Oh, Leute. Geil. Oh, da ist noch mehr. Bis später. Hab zu tun. So. Weiter geht's. Auf zur Minze. Sonst werden wir nicht mehr fertig. Aber, boah, Brombeeren wilde. Der Freund. Und da ist eine Kuh in der Nähe von meinem Minzspot. Da seht ihr schlecht.
Wir sind am hochgeheimen Superminz-Spot angekommen, weil hier ist quasi das absolute Minz-Schlaraffenland. Leute, ein Traum. Ein Traum. Und quasi keine 10 Meter vom Zuhause entfernt. Auch für Thema ganz gut. Werde ich mir gleich auch noch einen reinziehen. Und das ist halt easy peasy hier, ne? Also bei Minze brauchen wir auch gar nicht so viel, weil die einfach ultra intensiv ist. Dann nehmen wir jetzt einfach so eine fette Handvoll und noch eine dazu. That's it. Nun geht's wieder zum Feuer. So, jetzt haben wir 1,75 Stunde das Brot drin. Okay, das Wasser ist weg. Und wir haben hier die Herausforderung, das bleibt ziemlich viel Feuchtigkeit am Brot, weil wir eine relativ niedrige Temperatur haben. Ich würde jetzt noch mal Wasser nachfüllen und dann die letzte halbe Stunde den Topf offen lassen, dass das Brot trocknen kann. Meine Frau wirft gerade ein, das ist ein Dutch Oven und ich soll die Glut auf den Deckel packen. Habe ich aber ganz bewusst nicht gemacht, weil ich das gelernt habe, das in einem Kessel zu machen. Und auf dem Kessel ist ja oben auch nur ein Deckel drauf. Und deswegen habe ich hier ganz bewusst auf die Glut auf dem Deckel verzichtet. Wir werden das jetzt mal so testen, ob das so funktioniert. Und es muss ja nicht direkt beim ersten Mal perfekt sein. Jetzt werden wir Kräuter ein bisschen aufbereiten. Also zum Beispiel bei der Minze habe ich ein paar Wurzeln mitgenommen. Die schneiden wir jetzt zurecht und sortieren die Gräser aus. Ja, und der Topf hat halt nur eine gewisse Länge. Also wir schneiden die jetzt zurück auf 20 cm. Das heißt, ich halbiere die einmal, hier noch ein paar Sachen raus und fertig. So, hier ist der Thymian. Und der riecht ultra gut, ey. Und hier mache ich aber wirklich nur ein bisschen die Gräser raus, ganz grob, weil der wirklich nur als Unterlage dient. Ne? Eine Stunde weichen sollte. 40 Minuten. Jetzt nehmen wir die ganzen zurechtgeschnittenen Kräuter und im besten Fall würden wir die natürlich quasi eine Woche vorher vorbereiten, trocknen an der Sonne. Aber wir haben jetzt halt einen super Grillrost und da gehen wir jetzt hin, legen das drauf, wenden die dreimal und dann haben wir auch Kräuterheu. Let's go! Jetzt ist natürlich die Kunst, dass wir gucken müssen, dass sie nicht direkt verbrennen. Da war ich, als ich Kind war, Wir müssen einmal umdrehen, weil die Ränder bleiben feucht. Okay, unten ist auch feucht. Ob das jetzt besser ist? Ich weiß jetzt noch nicht genau, woran es gelegen hat, aber wir werden das analysieren. Wir machen demnächst noch mal eins und dann, wenn du weißt, was falsch gelaufen ist, schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Vielleicht hast du ja schon mal sowas gemacht. Auf jeden Fall, wir tun es jetzt noch mal ein bisschen drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Aber probiert wird in jedem Fall gleich. So, wir wenden mal unser Heu. Es ist tatsächlich noch nichts verbrannt, also es klappt sehr gut. Aber es ist halt ein Spiel mit dem Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Also, über 2 Stunden Brot. Ich nehme es jetzt raus. Wir probieren jetzt. Es wird nicht mehr besser werden. Heiß ist es. Ha, sehr heiß. 1 second, please. Okay, das ist die Oberseite. Ich habe es ja noch mal gewendet. Also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall geholfen, dass noch mal. Es sieht noch feucht aus, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir schneiden mal rein. Ah, boah, ich brauche something like this. Hot. Alter Falter.
Oh, Leute. Oh, das sieht gut aus. Da ist auch nichts mehr matschig. Also, oh. Oh, Leute, ich feiere das richtig. Ich feiere das richtig, ey. Das hat funktioniert. Es sieht halt optisch, es sieht halt nach Lagerfeuer aus. Es ist halt einfach das echte Leben. Das ist so geil. Wir probieren jetzt. Let's go. Heißes Brot mit Butter. Komm, wir nehmen eine schöne Scheibe, ne? Wir nehmen die zweite. Wir können es uns leisten. Schön mit das Brotmesser könnt ihr euch auch mal investieren. Also ich habe im September Geburtstag, wenn ihr mir was schenken wollt, Brotmesser wäre gut. Oh, ihr bräuchtet Geruchsfernsehen, YouTube. Mega, hast du schon eins? Ich mach dir eins. Ja. Mega. Also, vor lauter Freude über mein tolles Brot sind mir meine Sticks für unter das Heu verbrannt. Ich habe die jetzt nochmal neu gemacht. Jetzt sieht es auch gleich viel schöner aus. Und jetzt packen wir mal direkt das Heu da rein. Hier ist es. Und das ist ein richtig lecker. Richtig lecker riecht das. Und das packen wir jetzt hier rein. Unter dem Heu ist jetzt Wasser. So, jetzt ist das hier alles schön. Das Heu ist schön drauf. Unten drunter ist Wasser. Also Wasser, die Sticks, Heu. Und jetzt packen wir unser Gemüse da rein. Ich nehme jetzt verschiedene Gemüsesorten, einfach was wir hatten. Ja, viele Reste, sag mal, bevor sie in den Müll kommen, einfach aufschneiden, rein. Das ist ja quasi gleich wie so ein Dampfgareffekt auf dem Feuer. Erhitzt das Wasser und dann ziehen quasi die Aromen aus den Kräutern in das Gemüse rein. Auch ganze Zwiebeln, ich habe das so ungefähr 1 Zentimeter dick geschnitten. Jetzt haben wir die erste Lage fertig, jetzt würzen wir einmal. Salz, Pfeffer. Wenn dann was rauskommen würde, ist ein bisschen nass. Jetzt. Pfeffer. So, und jetzt kommt die nächste Lage. Und alte Tomaten sind an der Stelle ein absoluter Geheimtipp. Also die schmecken so gut, kann ich euch sagen. Das ist wirklich unfassbar. Wo ich heule die ganze Zeit wegen dem Rauch. Puh. Das Ganze machen wir jetzt quasi so lange, bis es voll ist. Jetzt machen wir zum Abschluss noch ein bisschen Äpfel rein. Einfach, weil er weg musste und da war. Boah, Digga. Nice. So sieht das Ganze aus und das werden wir jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde bei niedriger Temperatur einfach garen. Slow, 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 slow. They're cows. They find their way. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Oh, das sieht sehr gut aus hier. Sehr, sehr, sehr gut. Damit können wir arbeiten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Die Tomaten haben auf jeden Fall unfassbar erfrischend geschmeckt. Also ich kann es nur empfehlen, macht es nach. Minze und Tomaten ist super, also gar keine Frage. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt, das Video teilst oder weiterempfiehlst, wenn es dir gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.